Man hat uns in die Wüste geschickt. Na, zum Glück wurde dort in die Wüste aber auch eine Stadt gebaut. Eine Stadt der Superlative. Die höchsten Wolkenkratzer, die edelsten Shopping-Malls, die aufregendsten Freizeitaktivitäten. Wir sind eingetaucht in eine Mischung aus Tradition, kultureller Vielfalt und Moderne. Wir wollen euch hier aber auch nichts vom Kamel erzählen. Es ist eine Stadt voller Widersprüche. Auf der einen Seite unvorstellbare Mengen an Luxus und Prunk, aber auch extreme Armut und Ungleichheit. Es ist ein Ort, an dem das Geld regiert. Wir versuchen uns nicht zu sehr von dieser glitzernden Fassade blenden zu lassen, sondern betrachten auch die Schattenseiten. Habt ihr Lust mitzukommen? Auf geht's in die faszinierende Luxus- und Hightech-Metropole am Arabischen Golf. Ja, zugegeben, vielleicht haben wir diesmal ein bisschen übertrieben. Dekadenz trifft Minimalisten. Wir mögen aber leider auch beide Seiten und es muss ja nicht immer das versüffte Plumpsklo sein. Und außerdem wird Susi morgen auch noch 40. Unser nächstes Hotel ist das Wyndham Dubai in Deira. Welcome. Schön. Thank you. Ja, Leute, wir sind im neuen Hotel und zwar in Wyndham. Auch schon wieder ein wunderschönes Zimmer, muss ich sagen. Zumindest was wir bisher gesehen haben. Ein großer Bereich hier mit Fernseher, mit einem kleinen Esstisch und einem separaten Raum. Ihr hört es schon im Hintergrund, wer hier wild auf dem Bett hüpft. Es ist die Lolli! Guck mal, Ja, von hier aus das sieht doch auch ins Bad. echt schick aus hier, wa? Meine Herren, was für ein designtes Zimmer. Also, Richtig schick. wow, wow, wow. Und Lotti, wie ist es? Das ist echt schön hier. Wow. Das Okay. sieht auch toll aus. Guck mal, hier so ein begehbarer Kleiderschrank. Oh mein Gott. Wow, mit Badeschlappen, Bademäntel, das ist schon alles am Start. Der Pool ist oben auf dem Dach. Richtig cool. Der Pool ist oben auf dem Dach, den zeigen wir euch gleich. Aber jetzt hier erstmal kurz. Oh, das ist auch ein richtig schickes Badezimmer. Guck mal, da kann man sogar auf dem Klo noch ein bisschen telefonieren. Wenn man noch irgendwie Leute anrufen will und Langeweile hat. Ein Telefon auf dem Klo. Genau, kleine Badewanne, das ist auch echt schön. Also hier kannst du Monate Wundervoll, ja. bringen, hier so viel Platz. Und vom Design, normalerweise mag ich ja gar nicht diese wilden Teppichböden, aber hier muss man mal sagen, das ist so cool aufeinander abgestimmt. Ja, also sehr schick. rein farblich und so hier mit dem Wandbild und dem Fußboden. Sehr schick. Das sieht echt sehr, sehr schick aus. Genau, und dann haben wir hier, sind wir eben schon mal durch, einen Sofabereich. Wow. Sieht echt cool aus. Einen Fernseher, was haben wir da? Nichts. Nichts, das ist auch schön. Und mal ganz kurz der Blick raus. Wir sind ja hier im alten Bereich. Ach, guck mal, hier können wir sogar auf den Springbrunnen gucken, Lotti. Ja? Da siehst du, wenn der Springbrunnen dann angeht. Ja, wir sind ja hier quasi im alten Stadtteil, in diesem Diram. Deira meine ich, Quatsch. Deira. Deira. Oh ja. Aber dieser Teil hier ist komplett neu gebaut. Also diese ganzen Häuser, die hier so stehen, die sind alle komplett neu. Wir sind vorhin ein bisschen zu Fuß hier draußen rumgelaufen. Und es gibt hier in diesem Bezirk halt den Goldzug, den Old Goldzug. Und die bauen hier gerade diesen neuen Goldzug, also da, wo die ganzen Juwelierläden sind. Das bauen die gerade alles neu. Okay, aber warte mal. Wisst ihr, was das Beste hier dran ist? Papa kriegt sein eigenes Bad. Ich krieg schon wieder mein eigenes Bad. Komm. Echt jetzt?
ja wirklich ein komplett eigenes Bad. Geil. Mit einem Klo und ja, das ist Wenn natürlich... du lieb bist, darfst du bei uns drüben duschen. Aber du hast ja hier auch Ja, so, ich könnte mich hier auch duschen, ja. Also zum Gesicht waschen hat es auf jeden Fall die letzten Tage gereicht. Genau, nee, wunderschön. Also da kann man nicht meckern. Lass mal kurz auf den Plan gucken. Wie sieht denn das hier so aus? Was haben wir denn hier? Hier. Ja, okay. Das ist das große. Da gibt es noch eins von und ansonsten sind das alles kleine Zimmer. Ja, die sind kleiner, Ja, verrückt, genau. okay. Das ist schon eins Dann der haben wir größeren. schon, hier auf der Etage gibt es 2 große und wir haben eins der großen. Aber wir haben natürlich beim Buchen auch immer ein bisschen darauf geachtet, dass wir ein Zimmer suchen, wo wir 3 Betten haben und das ist nicht so einfach gewesen. Gerade bei Booking ist es natürlich relativ schwierig, auch da das entsprechende Angebot zu finden, weil man diesen Filter nicht hat. Und wenn an der Stelle jemand mal von Booking zuguckt, Alter Leute, das müsst ihr mal verbessern, dass man dann auch sagen kann, ich reise mit Kind, weil sonst ist das schwierig. Ja, lass uns nochmal rausgucken in die Richtung. Ihr seht übrigens auch, wie dreckig die Scheiben sind. Da können die aber gar nichts dafür. Das liegt hier wohl an diesem Sandsturm, hätte ich fast gesagt. Also an diesem Sand, der hier ständig in der Luft liegt und damit müsste man theoretisch durchgehend die Scheiben wischen. Was ist das denn? Guck mal, hier ist so ein Waldraum. Sieht aus wie zu Hause. Ha. Ernsthaft? Okay. Lotti? Hör mal zu. Das war hier in der Schublade. Das ist kein fliegender Teppich. Das, Doch, das ist ein Fliegerteppich, das sieht man doch. das ist ein Gebetsteppich. Da setzen sich die Leute drauf, nehmen sich hier diesen Koran, den man... ist auch auf Englisch, und dann beten die. Krass, okay. Man fliegt damit. Naja gut, aber bei uns, da gibt es ja teilweise auch Hotels mit einer Bibel im Nachttisch. In fast allen findest du noch eine Bibel. Ich kenne Leute, die dann regelmäßig diese Bibel im Mülleimer verschwinden lassen. Okay. So, jetzt roll den mal wieder zusammen. Okay. Ich hab den nicht aus. Du kannst mal sehen und ich dachte, ich nehme den als Duschvorleger. Wahnsinn. Oh. So. Die Susi, die ist wieder ins Quatschen gekommen, Leute. Ich sag's euch. Aber es ist ja auch immer wieder spannend, mal die Eingeborenen zu treffen und sich mit denen zu unterhalten. Entschuldigung. Also die Urbevölkerung zu treffen und mit denen mal ins Quatschen zu kommen. Wobei ich nur gelauscht habe. Susi hat gequatscht. Aber es war trotzdem sehr, sehr spannend. Ja, und zwar direkt vom Hotel. Da ist so eine schöne Wasseranlage, so die abends beleuchtet ist, und dann läuft da auch noch Musik. Und ja, wir sind gerade aus dem Hotel raus, wollten jetzt essen gehen. Und da war eine Mama mit ihren 3 Kindern und Lotti ist dann auch so ein bisschen durchs Wasser gehüpft. Ja, aber ich hab nicht mit ihnen gespielt. Nö, aber ihr wart dabei, alle so beisammen, ne?
Auf jeden Fall habe ich die Frau dann gefragt, ob sie hier wohnt und ob das normal ist, dass dann abends immer hier so Discolicht und Musik angeht. Und meinte sie, ja, das ist immer so 1 Stunde Pause und dann 1 Stunde gibt es immer so ein bisschen Show. Also ich hoffe heute Nacht nicht mehr, aber ist nicht direkt vor unserem Zimmer. Genau. Und ja, dann habe ich sie einfach so ein paar Sachen gefragt und dann meinte ich so, ja, ob ich mal was Persönliches fragen kann. Und zwar, wie viel Geld muss man denn aufbringen, um hier zu wohnen? Und sie zahlen für ihr ein Schlafzimmer-Apartment, also es wird ja dann 2 Zimmer sein, ne? Wohnzimmer, Schlafzimmer. Genau, Wohnzimmer, Schlafzimmer, ja. Zahlen sie umgerechnet 1.300 €. Das ist schon, Weil wir gehen alle im gleichen Ja. Haus. das ist schon ordentlich. Definitiv. Sie hat mir auch erzählt, dass sie vor Corona in so einer Villa gewohnt haben, dass sie dann aber ein bisschen, ja, Hier in dem hier wohnen die, ne? 1.300 €. genau. In dem hier kostet eine Wohnung 1.300 € mit einem Schlafzimmer. Genau. Also sie haben schon mal größer gewohnt, aber das Business lief dann nicht so gut während Corona und dann sind sie halt in eine kleinere Wohnung gezogen. Und ja, wenn das Business irgendwann wieder besser läuft, ziehen sie auch wieder in was Größeres. Also total vernünftig. Das ist ja der Vorteil, wenn man dann zur Miete wohnt, ne? Das stimmt, das stimmt. Wobei, das ist halt einfach so vom Preisgefüge ist es natürlich echt schon auch auf jeden Fall ordentlich. Aber das ist jetzt hier natürlich auch jetzt gerade der Stadtteil, der neu gebaut ist. Wir sind ja hier jetzt immer noch im alten Dubai, aber in einem Neubaugebiet, weil wenn wir da rüber gucken, da ist nämlich der richtig alte Teil und da gehen wir jetzt noch mal was essen. Ganz genau. Wo? Genau, los geht's. Da drüben. Ja, das ist das Kindergericht hier. Und wenn wir dann Glück haben, gucken wir nachher, ob wir noch so einen süßen Kuchen irgendwo finden. Auf jeden Fall einen süßen Kuchen. Eis gab's heute schon. So, wir haben ein Restaurant gefunden. Susi hat das rausgesucht, aber wir hatten natürlich einige kleine Probleme, hier das Richtige auch zu bestellen. Thank you very much. Denn hier sind zwar so ein paar Abbildungen, aber da wir vegan bzw. vegetarisch unterwegs sind, gibt es hier so eine kleine Liste mit lauter Sachen. Die lesen sich auch alle fantastisch, aber wir wissen natürlich überhaupt nicht, was es ist. So, und jetzt haben wir einfach mal mit dem Finger drauf gezeigt, wir wollen gerne das, das und das haben und sind jetzt sehr, sehr gespannt, was wir bekommen. Ich meckere ja oft darüber, dass Deutschland so kinderunfreundlich ist. Ne? Und wisst ihr, wo man das merkt? Wenn man im Restaurant gerade Essen bestellt hat und dann stellt dann der Kellner für das Kind schon mal Pommes hin, die man noch nicht mal bestellt hat. Einfach damit das Kind schon was zu essen hat. Mega gut, oder? Make the kids happy. Ey, die wissen, wie es geht. Unglaublich. Echt gut. Sehr kinderfreundlich hier. Ja. Und schmecken die? Vorweg gibt es einen kleinen Salat mit so einer Joghurtsoße. Hier ist so Weißkohl drauf, ein bisschen Gemüseschnitzer. Vor allen Dingen hier diese fiesen weißen Zwiebeln. Das essen die roh. Ja, großartig. Also wir haben jetzt unser Essen bekommen. Ich muss aber euch sagen, jetzt sehen wir es hier, aber wissen trotzdem nicht, was es ist. Also wir müssen es mal durchprobieren, was wir da so alles bekommen haben. Beim Brot ist es ja noch relativ einfach, aber beim Rest wissen wir es noch nicht so genau. Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Aber Das ist nicht spicy. Guck mal an hier, das Brot. Mm. Das ist ganz frisch. Super warm. Mm. Sehr gut. so, mittlerweile wissen wir auch, was es ist. Wir haben hier Süßkartoffeln mit Aubergine gehabt und die Aubergine so lange garen lassen, dass sie butterweich ist. Da ist auf jeden Fall ein sehr kräftiges Öl mit dran, aber super lecker. Also das wahrscheinlich, dieses Grünzeug, weil Paprika vielleicht auch noch ein bisschen, ich weiß gar nicht so genau. Ja, Paprika hier. Ja, Paprika ist da auch noch mit drin und ja, ne? Also Aubergine, Süßkartoffel, Paprika, Geil. super, super lecker. Der nächste ist so eine Spinat-Variante.
auch Kartoffeln? genau, mit normalen Kartoffeln. Auch super, super lecker. Da ist auch noch mal ein bisschen Käse mit drin. Käse und Öl, dass das halt auch noch mal so richtig, richtig lecker schmatzig ist. Und hier ist so eine Art Couscous, ne? Ja, Oder? Ich weiß nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine Art von Reis. So ein Getreide auf jeden Fall. Getreide, Reis, irgendwas in der Art und Weise. In einem Knoblauchöl, also auch extrem lecker. Halt schon auch natürlich ein bisschen ölig, aber geschmacklich einfach echt Hammer. Hammer. Und dann haben wir hier 2 unterschiedliche Sorten von Brot. Die drinnen haben gar keinen normalen Herd, sondern die machen das alles auf Kohle. Ne? Teilweise siehst du es auch. Aber das ist halt irgendwie richtig, richtig, richtig gut. Ja, ein bisschen verkohlt einmal, aber es ist trotzdem richtig, richtig gut. Ja. Und wie gesagt, für Lotti haben wir ein bisschen Reis bestellt und sie haben uns Reis für 5 Kinder gebracht. Ja. Aber das schmeckt auch sehr gut. Da ist Gemüse drin, da ist Ei drin, da sind irgendwelche süßen Beeren drin. Ne? Ich weiß nicht, was das ist. Like Goya-Beeren? Nee, Weiß nicht. Die sind sauer. Ja. Weiß ich nicht. Aber es schmeckt sehr gut. Auch Oder es ist eine Rosinenart, ne? Ja. Es könnten dicke Rosinen sein. Genau, nee, echt mega. Kennt ihr das? Ihr wollt unbedingt weiter essen, weil es so lecker ist, aber eigentlich könnt ihr nicht mehr, weil ist schon kurz vor, ja so halt, ne? Und? Oh, es ist super lecker. Wirklich. Es schaufelt noch. Lotti und ich sind hier schon so ein bisschen im Fresskoma. Und Marco versucht die Ehre zu retten. Dich rollen wir nachher nach Hause. Mhm. Ich kann aber auch nicht mehr. Ja, aber dann auch kein Nachtisch mehr, ne? Oh. Nein, Nachtisch geht gleich noch. Na, ist klar. Wenn du hier sitzt, hast du die Klimaanlage direkt über dir. Das ist echt, also wenn es im Sommer, glaube ich, 50 Grad draußen sind, brauchst du das auch. Wir wurden gerade eingeladen, jetzt nochmal hier drinnen zu gucken und sie haben halt die Kamera gesehen. Deswegen tun wir jetzt mal den Gefallen und filmen hier drinnen nochmal ein wenig. Ich glaube, da sind die ganz stolz drauf, Genau. wenn sie noch mal ein bisschen zeigen, was sie haben. Und das Essen ist wirklich fantastisch. Ja, sehr gut. Den Namen schreibt Marco mit in die Beschreibung rein, damit ihr das findet. Genau. Ihr habt es auch im Video gesehen, außen stand da ja dran. Genau, super. So, wir marschieren wieder zurück. Jetzt seht ihr hier mal eine Reihe von lauter leeren Läden, aber wenn man mal die Größe auch anschaut, es ist echt Wahnsinn, wie viele kleine Läden es hier gibt. Also auch von Supermärkten, Kiosken, was weiß ich, ne? Hier T-Shirts, Schuhe, was sie alles verkaufen. Aber es ist halt eine Unmenge von diesen kleinen Läden. Das findet man meistens nur ja, in solchen Ländern. Bei uns gibt es halt Aldi, Lidl und Co. Ne? Das ist hier nicht so. Auch von den Supermärkten waren wir jetzt schon in ein paar Supermärkten, die, ja, ich weiß gar nicht, wie das hier so läuft. In Europa ist es ja leider dieser Dachverband, der alles organisiert und einkauft. Und wenn man dann nicht den richtigen Preis bietet, ist man da auch sofort aus dieser Riege wieder raus. Das ist hier anscheinend nach anders. Und hier gibt es halt ja sehr, sehr viele kleine unterschiedliche Läden, unterschiedliche Supermärkte mit unterschiedlichem Angebot. Also sehr, sehr spannend. Die haben ja auch so verrückte Sachen, ne? Hier kannst du deine Felgen kaufen oder Autoradios kaufen oder Handyzubehör, Nähmaschinen, alles Mögliche. Es ist so verrückt. Also hier drüben zum Beispiel Nähmaschinenladen, da kannst du deine Nähmaschine kaufen. Oder hier zum Beispiel Autozubehör, Autoradios. Da sieht man mal, wie sich so ein Land entwickeln würde, wenn es kein Amazon geben würde, ne? Also hier kriegst du halt auf der Straße alles, was du haben willst. Hier Playstation, da drüben Elektroniksachen, Taschen, Schuhe. Es ist hier alles am Start. Also egal was, da vorne gibt es Handtücher, was haben wir da? Taschen, alles. Also es ist ja echt absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Also da wäre ich mal gespannt, ob das bei uns so aussehen würde, wenn wir kein Amazon hätten. Ja, ich glaube schon, oder? Also ich meine, wenn man das alles kaufen muss, hier, da zum Beispiel Hemden und Nähzubehör,
Hier, guck mal hier. Also nur mal als Beispiel, ne? Ich meine, hier ist ein Laden, da kannst du deine Felge, deine neue Puschen kannst du hier kaufen, doch. Ist ja unglaublich, ne? Ich gehe mal ganz kurz mit euch weiter, nur mal was dazu zeigen, ne? Hier gibt's alles so. Absoluter Wahnsinn. So, jetzt muss ich leider wieder zurück, weil die Damen wollen den Supermarkt. Ja, ich komme jetzt. Sorry. Lotti möchte gerne noch in den Supermarkt, die will noch ein Eis haben oder sowas. So, hier habe ich mir jetzt ein Eis gekauft. Und Lotti hat auch ein Eis. Das schmeckt ganz lecker. Mama hat kein Eis. Aber Aber dafür Bier. Mama hat festgestellt, wir können ja schon mal loslaufen. Mama hat festgestellt, dass man hier nicht nur in den Läden alles kaufen kann, sondern hier ist in der Tat auch viel anderes käuflich erwerbbar. Wie heißt es? Hier kann man sehr viele andere Dienstleistungen auch noch kaufen. Ich will die jetzt nicht so filmen, aber der eine oder andere von euch würde schon wissen, was ich jetzt meine, ne? Ich sag mal Reeperbahn. Ihr wisst schon. Herbertstraße. So, soll ich noch mehr ins Detail gehen? Fenster Nummer 4. Nee, war nur Spaß. Hallo? Entschuldigung. Geht's noch oder was? Ja. Liebe Grüße. Hey! Ich weiß, ich darf das jetzt auch nicht so sagen, weil ich mich damit nicht so auskenne. Vielleicht kennst du dich da ein bisschen besser mit aus. Aber ich finde es schon krass, ne? Jetzt laufen wir hier über die Straßen und sehen hier die leichten Damen an der Seite stehen. Und ich denke mir so, ist das hier nicht so ein muslimisches Land? Ja, stimmt. Ja, hier sind doch sogar Pornoseiten irgendwie nicht mehr zugänglich, ne? Wenn man hier googeln will. Also nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Aber ja, also hier ist ja ganz viel anders. Und trotzdem stehen hier die Damen halt einfach so auf der Straße. Das ist schon spannend, oder? Das ist wahrscheinlich Ein tolerantes muslimisches Land, ja, genau. Kurz zwischen Moscheegang und Einkaufen noch ein Wegstecken. Und, was ich auch noch sehr krass finde, Lotti und ich, wir fallen hier auf jeden Fall auf. Susi nicht ganz so schlimm, aber Lotti und ich, wir fallen hier sowas von auf. Ich finde es eigentlich erstaunlich, weil hier sind ja auch noch dicke Hotels. Aber hier laufen keine, wie soll ich es denn jetzt politisch korrekt sagen, keine nordischen Typen rum, ne? Also es ist hier alles, also wir fallen halt auf, ne? Wir werden halt auch entsprechend so angeguckt. Die sagen, also Lotti sowieso, ne? Aber ich auch. Also mich gucken die auch an. Aber hier, wenn du auf dem Bürgersteig Versteht ihr? So. Zurück im Hotel und das Lustige ist, wir haben hier sogar eine Waage. Oh, und ich habe ja ordentlich zugeschlagen bei dem Pakistani. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich eigentlich jetzt heute Abend noch so wiege. Ich halte das mal hier hin. Dann seht ihr das, glaube ich, ganz gut so. Ah. 202 Kilo. Mensch, haben wir ja 2 Kilo abgenommen. Nicht schlecht.